Notion oder Microsoft Loop? Welches Kollaborationstool funktioniert besser? In unserem Usability-Test haben wir 19 Probanden Gruppenaufgaben lösen lassen. Das Ziel: herausfinden, welches Tool intuitiver, effizienter und robuster ist. Zu Beginn des Tests wurden alle Teilnehmenden über Ziel und Ablauf der Studie informiert. Anschließend füllten sie einen kurzen Fragebogen zu ihrer Person aus. Jede Testperson musste 2 nahezu identische Aufgaben bearbeiten, einmal in Notion, einmal in Microsoft Loop. Dabei wurden sowohl der Erfolg der Aufgabenlösung als auch die benötigte Zeit erfasst. Die Aufgaben waren praxisnah und realitätsbezogen. In Aufgabe 1 sollte eine Einkaufsliste erstellt werden, mit Emoji, Coverbild und vorgegebenen Inhalten. In Aufgabe 2 ging es um das Erstellen einer Tabelle bzw. Datenbank mit 4 Spalten: Idee oder Priorität, To-Do, Zuständig und Deadline. Die Spaltentypen mussten korrekt eingestellt werden, also zum Beispiel Text, Person oder Datum. Nach der Bearbeitung der jeweiligen Tools bewerteten die Teilnehmenden ihre Zufriedenheit. Die meisten Fehler in den Nutzertests traten bei der Erstellung der Datenbank auf, genauer gesagt beim Anlegen der Spalten und den zugehörigen Spaltentypen. Besonders in Notion kam es häufig zu Verwirrung. Nutzerinnen wussten oft nicht, welchen Typ sie auswählen sollten, oder wählten versehentlich falsche. Bei Notion wirkt die Oberfläche komplex, wenig geführt und oft schlicht missverständlich. In Loop hingegen passierten solche Fehler nicht. Die Vorgaben waren klar, die Bedienung logisch. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde deutlich, dass Microsoft Loop eine signifikant höhere Erfolgsquote hat. Während bei Notion viele Aufgaben nur teilweise oder gar nicht gelöst wurden, lief es bei Loop reibungslos. Auch bei der Effizienz zeigt sich ein klarer Vorteil. Die Bearbeitungszeiten waren bei Loop im Schnitt rund 25% niedriger, und die Varianz war deutlich geringer. Die Daten zeigen, Microsoft Loop ist nicht nur effizienter und erfolgreicher, sondern auch konsistenter in der Nutzung. Auch weniger technikaffine Nutzerinnen kamen mit Loop besser zurecht. Ein wichtiger Grund dafür ist wahrscheinlich die Einbettung in die vertraute Microsoft-Umgebung. Viele kennen bereits Outlook, Teams oder OneDrive. Loop fühlt sich dadurch vertrauter an. Bei Notion fehlt dieser Kontext, was die Einstiegshürde deutlich erhöht. Kommen wir nun zum Fazit der Studie. Microsoft Loop schneidet im Vergleich klar besser ab. Es ist intuitiver, schneller und führt zu weniger Fehlern. Besonders in Teams ohne lange Einarbeitungszeit zeigt Loop klare Vorteile. Es funktioniert einfach. Notion bietet zwar mehr Tiefe und Flexibilität, wirkt aber oft überladen und setzt technisches Verständnis voraus. Für produktive, alltagstaugliche Zusammenarbeit ist Loop derzeit die deutlich pragmatischere Wahl.